We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Das Modell Crazyfly Raptor gibt es mittlerweile hier jetzt schon seit 15 Jahren. Wir haben halt einen etwas breiteren Mono-Channel in der Mitte, eine durchgehende leichte V-Struktur im Unterwasserschiff, die zu den Tips hin zunimmt. Wie bei Crazyfly gewohnt, glänzt das Ganze mit einer makellosen Verarbeitung. Dank der nicht zu stark verrundeten Outline und einer Bodenkurve, die 3,7 cm beträgt, haben wir hier ein wirklich gutes bis sehr gutes Angleitvermögen. Und obwohl das Board mit 2,9 Kilogramm nur mit einem durchschnittlichen Gewicht aufwarten kann, fühlt es sich wirklich sofort ab dem ersten Meter sehr leicht und spritzig an. Es liegt natürlich an einer wirklich exzellenten, zügigen Beschleunigung, sodass hier schnell und mühelos eine hohe Geschwindigkeit erreicht wird. Die wie gesagt insgesamt etwas flacher gehaltene Outline in Kombination mit den 5 cm langen Finnen sorgen für optimale Hemmung der seitlichen Abdrift, sodass Höhelaufen überhaupt gar kein Problem ist. Die gute Führung des Raptors ist permanent zu spüren, sodass man auch beim Switchen des Boards einen etwas höheren Kraftaufwand über den mittleren Bereich benötigt. Und obwohl das Board hier keine allzu verrundete Tail-Sequenz besitzt oder einen stärkeren Rocker, haben wir ein ganz ausgezeichnetes Drehvermögen. Hier passt beides von den Kurven exzellent zusammen und das Ganze wird auch nochmal begünstigt durch dieses leichte V im Unterwasserschiff, im Tail-Bereich, sodass das hier flüssig und leicht dreht, ohne dass das Board halt an Geschwindigkeit verliert oder dass man irgendwelchen mangelnden Zug auf der Kante hätte. Das Raptor hat einen insgesamt guten Komfort. Man hat hier eine wirklich schöne Dämpfung des Rumpfes und auch die Festigkeit der Pads passt gut zu diesem Board. Und auch in puncto Spritzwasser ist das Ganze hier so miteinander kombiniert von der Finnenposition, dass wir hier einen sauberen Wasserabriss haben. So, und dass nur ganz selten mal die vordere Finne ein klein bisschen im Wasser catcht und minimal spritzt. Das ist natürlich ein Punkt, der im Flachwasser oder Glattwasser hier überhaupt keine Rolle spielt. Hier überzeugt das Board einfach nur durchweg mit einer ganz hervorragenden Kontrolle. Die Sprungeigenschaften im eingehakten Zustand sind auf absolutem Freeride High Performance Niveau. Hier spielen einige Faktoren einfach optimal zusammen. Wir haben ein sehr spurtreues Brett, was dazu noch gut beschleunigt und eine hohe Endgeschwindigkeit erreicht. Und wir haben halt sehr, sehr viel Griff über die Finnen, sodass wir hier ganz leicht viel Leinenspannung erzeugen können, was natürlich halt die Sprunghöhe eindeutig immer verbessert. In der Luft fühlt es sich ebenfalls nicht schwer an, sodass auch Board-Off-Fans hier ganz klar auf ihre Kosten kommen sollten. Aber nochmal zum Absprung. Das Brett lässt sich wie gesagt sehr leicht aufladen und das löst sich auch ganz einfach von der Wasseroberfläche. Das gibt dem Ganzen hier auch ein spritziges Gefühl. Und dafür muss man keine besondere Technik anwenden. Man kann einen langen oder auch kurzen progressiven Ankantvorgang verwenden und bekommt immer auf maximale Leistung. So wie auch nur das Lösen durch Sheet and Go von der Wasseroberfläche funktioniert hier auch einwandfrei. Und ebenso stressfrei geht es auch bei der Landung zu. Ob man jetzt hier mit langsamer Geschwindigkeit und voller Schirmunterstützung wieder ansetzt, aufs Wasser zu kommen oder mit mehr Speed. In jedem Fall übernimmt der Raptor beim Wassereintritt halt wieder sofort eine ganz saubere Führung.
Aber auch bei ausgehakten Sprüngen zeigt sich das Raptor durchaus sehr sportiv. Die Bauweise mit Carbon-Stringern auf Ober- und Unterseite bieten dem Board einen ausreichenden Flex, also sprich eine Rückstellfähigkeit, sodass hier auch echt ein guter Pop entsteht. Also für ein Freestyle-Board ist das echt schon sehr anständig. Das heißt auch für jemanden, der da in diesem Bereich etwas anspruchsvoller ist, dürfte die Leistung definitiv ausreichen. Von unserer Seite besitzt die von uns getestete Größe in 1,37 x 41 eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Körpergewichten, die das Board verträgt. Hier geht es wirklich von 65 bis 90 Kilo aufgrund der Einfachheit der Bedienung und auch der Leistungsstärke, wenn mal einer mit mehr Druck fährt auf dem Board. Im Punkto Fahrkönnen gibt sich das Raptor genauso stressfrei. Wir können hier einen absoluten Einsteiger draufstellen, der auch mit vielleicht ein bisschen mehr Last auf dem hinteren Fuß fährt. Der wird genauso die Fahrleistung abrufen können, wie der das Brett optimal belastet, aber natürlich dann auch nochmal ein wenig höhere Leistung hier rausziehen kann. Sicher ist das Raptor durchaus komfortabel genug, aber der gesamte Ansatz ist hier schon insgesamt etwas sportlicher, sodass man wirklich sagen kann, der etwas sportliche Freerider und eventuell Freestyler, der hier für Späteres ambitioniert ist, für den ist es genau das richtige Board, weil der Raptor macht hier definitiv alles mit und das in einer exzellenten Verarbeitung zu einem Preis von 6,99 € für Made in Europe. Nicht schlecht.